Sabine wollte einfach nur schnell kochen. Nichts Großes, ein bisschen Gemüse, ein paar Nudeln, fertig. Ein normaler Abend. Aber manchmal kommt alles anders, als man denkt. Sie stand in der Küche, das Schneidebrett und das Messer vor sich. Noch war alles okay. Sie dachte sogar, heute läuft es ja ganz gut. Der Kaffee vom Nachmittag wirkte noch, die Schmerzen hielten sich in Grenzen und für einen Moment fühlte sie sich fast wie früher. Fast. Sie schaute sich in der Küche um. Auf dem Tisch lag noch die Post vom Nachmittag, ein Stapel ungeöffneter Briefe. Auf der Fensterbank stand die alte Pflanze, die dringend Wasser brauchte. Aber all das war nebensächlich. Es erinnerte sie aber auch daran, wie viel im Alltag liegen blieb. Sie wollte wenigstens heute mal das Gefühl haben, eine Kleinigkeit geschafft zu haben. Nur ein Abendessen, nicht mehr und nicht weniger. Sie nahm das Messer in die Hand. Es lag schwerer darin, als sie erwartet hatte. Fast so, als wollte es nicht geführt werden. Für einen Moment hielt sie inne. Sie spürte, wie viel Kraft selbst ein kleiner Handgriff forderte. Doch zurück wollte sie jetzt nicht mehr. Sabine fing an, die Zwiebeln zu schneiden. Schon beim ersten Schnitt stieg ihr der Geruch in die Nase. Intensiv, stechend, unangenehm. Das war schon länger so extrem bei Zwiebeln, aber jedes Mal aufs Neue quälend, und sie musste sich wirklich zwingen, es zu ertragen. Sie verzog leicht das Gesicht. Das werde ich schon aushalten, dachte sie. Sie wollte ihren Plan durchziehen und sich nicht von den ersten Anzeichen bremsen lassen. Der Topf kam auf den Herd und die Platte wurde langsam heiß. Sie gab Öl in den Topf. Plötzlich fühlte Sabine, wie ihr Körper etwas an Halt verlor. Das Zischen des Bratöls war so unglaublich laut, das Summen des Kühlschranks nervte und das Radio im Hintergrund störte auch. Sie versuchte, all das zu überhören. Einfach ignorieren, sagte sie sich. Das Essen musste doch fertig werden. Doch die Küche fühlte sich enger an, die Luft schwerer, als würde der ganze Raum gegen sie arbeiten. Kennst du das auch, dass ein eigentlich kleiner Moment plötzlich riesig wirkt und alles zu viel wird? Die Hitze stieg ihr ins Gesicht. Sie griff nach dem Kochlöffel, wollte umrühren, doch ihre Hand zitterte leicht. Sie biss die Zähne zusammen. Einfach weitermachen, dachte sie. Es ist nur Kochen. Doch mit jedem Handgriff fühlte sich der Körper schwerer an. Jeder Reiz, Geruch, Geräusch, Hitze nagte mehr an ihr. Noch schob sie es weg, aber innerlich wurde es immer anstrengender. Sabine lehnte sich kurz an die Arbeitsplatte, atmete zweimal tief durch und machte dann weiter. Die Einkaufstüte stand auch noch halb voll auf dem Boden, aber sie sagte sich, erst mal den Topf fertig kriegen. Doch plötzlich merkte sie, es wird gerade alles zu viel, als hätte jemand den Stecker gezogen. Ihr Kopf war irgendwie leer. Sie konnte keinen klaren Gedanken mehr fassen und fand kaum noch Ordnung in dem, was sie tat. Alles verschwamm. Sie versuchte sich zu erinnern. Hatte sie schon Salz ins Wasser gegeben oder wollte sie das erst noch tun? Ihr Blick schweifte zum Herd, doch die Gedanken rutschten weg wie nasse Seife. Es war, als wären alle Abläufe, die sonst automatisch kamen, plötzlich ausgelöscht, als würden ihre Gedanken die Fäden verlieren. Ihre Hände bewegten sich fast automatisch, aber ohne Ziel. Ihr Blick verschwamm, als hätte jemand den Kontrast runtergedreht. Und ein leises Summen legte sich über alles, so als wäre sie nur noch Zuschauerin im eigenen Körper. Nur ein Durcheinander blieb zurück. Unfassbar für etwas so Einfaches wie Kochen. Genau in diesem Moment kam ihr Mann Stefan in die Küche. »Alles okay?« fragte er. Sabine hob den Kopf, suchte nach einer Antwort. begann sie, doch die Stimme brach sofort ab. Sie wollte eigentlich sagen, dass alles in Ordnung sei, aber schon beim ersten Laut merkte sie, das wäre gelogen, das war nicht so.
Ihre Lippen formten Worte, doch nichts kam heraus. Irgendwo war da eine Sperre. Stefan trat näher und legte die Hand auf ihre Schulter. »Du musst nichts erklären«, sagte er leise. »Ich seh's dir an.« »Setz dich einfach hin«, sagte er ruhig. »Ich mach hier weiter.« Sabine ließ sich auf den Stuhl sinken. Das Klappern der Töpfe schmerzte tief drin in ihrem Körper. Die Anspannung war enorm, als hätte ihr Körper vergessen, wie man loslässt. Sie war plötzlich völlig am Ende. Jede Faser war müde und erschöpft. Ein Teil von ihr wollte schreien. Warum geht nicht mal so eine Kleinigkeit ohne Kampf? Ein anderer Teil dachte, sei froh, dass du nicht alleine bist. Während Stefan sich um das Essen kümmerte, saß sie einfach da, hielt ihre Tasse Tee in den Händen. Die Wärme half ein wenig, aber sie wusste, die Erschöpfung, die wird wohl eine Weile bleiben. Kein schnelles Durchatmen, keine schnelle Erholung. Vielleicht war das die bittere Wahrheit dieses Abends. Selbst kleine Dinge können zu viel sein. Und manchmal bleibt nur das zu akzeptieren. Am Ende gab es dann doch noch Nudeln mit etwas Gemüse und Butter. Aber die Müdigkeit blieb, die Erschöpfung und der Fibronebel auch. Sabine war sich sicher, solche Zusammenbrüche kommen nicht einfach aus dem Nichts. Da steckt mehr dahinter. Irgendwie steht ihr Nervensystem ständig unter Alarm und ist überfordert. Eine Weile saß sie einfach nur da. Ihr Blick fiel auf den leeren Teller, an dem noch ein paar Nudeln klebten. Neben dem Teller stand die Teetasse, inzwischen längst kalt. Und draußen hatte es zu regnen begonnen. Tropfen liefen über die Scheibe. Sabine folgte mit den Augen den Spuren, die sie hinterließen. Sie dachte, so fühlt es sich an, als würde die Kraft langsam weglaufen, ohne dass man sie festhalten kann. Sie dachte kurz daran, wie Kochen früher gewesen war. Wie selbstverständlich, und es hat ihr sogar Spaß gemacht. Heute fühlte es sich an wie ein kleiner Kampf, der sie jedes Mal mehr Kraft kostete, als sie geben konnte. Morgen würde es vielleicht wieder ein Kampf sein, vielleicht sogar schon beim Frühstück. Dieser Gedanke war wirklich bitter, aber er gehörte auch dazu. Nach einigen Minuten nahm sie das Handy in die Hand und begann zu scrollen. Da fiel ihr ein Video ins Auge. Fibromyalgie, Stress und Schmerzen. Das Nervensystem schlägt Alarm. Vielleicht war das genau der nächste Schritt, um zu begreifen, warum Fibromyalgie so oft wie ein dauerhafter Alarm im Nervensystem wirkt und warum selbst kleine Alltagssituationen so schwer werden können. Das nächste Video erklärt genau das und du erfährst auch, was du dagegen tun kannst. Schau gern mal rein.